Herzlich willkommen im Revotion Online-Konfigurator. Das Revotion Smart System macht deinen Camper und dein Boot smart. Dabei haben wir einen komplett modularen Ansatz mit ganz vielen verschiedenen Nodes, also Erweiterungsmodulen, mit denen du verschiedene Teile vom Camper smart machen kannst. Und um das Ganze auswählen zu können, haben wir hier einen Online-Konfigurator gebaut, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Wenn ihr auf dem Online-Shop seid und hier oben in dem Reiter Systemkonfigurator klickt, kommt ihr auf diese Seite. Das Revotion-System ist so ein Master-Slave-System. Das bedeutet, wir haben einmal das Brain, also wie das Gehirn im Kopf, sozusagen die Hauptsteuerzentrale, die braucht ihr pro Camper genau einmal. In dieser Seitenansicht haben wir verschiedene Fotos von dem Modul jeweils und vor allem auch ein Widget. Mit jedem Modul oder jeder Node erweitert sich die App um ein weiteres Widget, also so eine Kachel, die neue Funktionen bringt. Die sieht man jetzt auch hier. Als letztes gibt es immer noch ein 3D-Modell, wo ihr wirklich selber sozusagen herumswipen könnt und rumschauen könnt, wie das Ding dreidimensional aussieht. Auf Mobilgeräten könnt ihr es sogar in euren Raum stellen, um zu sehen, ob es wirklich passt. Ich füge das Brain nun hinzu und wir können weitergehen zum nächsten Teil. Jetzt kommen wir zu den ganzen Nodes. Die sind hier untereinander aufgelistet. Das heißt, wir fangen an mit der Node Battery. Die Node Battery ist der Batteriecomputer aus dem Revotion-System. Das bedeutet, ihr könnt hiermit eure ganz normale Aufbaubatterie messen und mit einem SoC, also ein State of Charge, versehen und dabei auch noch die ganzen Stromflüsse überwachen. Bei der Node Battery haben wir verschiedene Kanäle, also 1 bis 5, wo wir verschiedene Stromerzeuger und Verbraucher anschließen können. Das bedeutet zum Beispiel, die Solaranlage kann man auf einen Kanal legen, den Ladebooster kann man auf einen anderen legen, das Ladegerät wiederum, und so können wir halt die Ströme unabhängig voneinander messen und in diesem Widget, hier sieht man es, darstellen. Das heißt, um wirklich sehen zu können, was die einzelnen Ströme im Fahrzeug sind und um den Strom sichtbar zu machen, braucht ihr dann dieses Modul. Dabei müsst ihr bitte beachten, dass jeder Kanal bis zu 60 Ampere Dauerstrom kann und durch die ganze Node Battery insgesamt 200 Ampere durchfließen dürften. Schaut also gerne nochmal bei euch in den Geräten nach, was genau die Spezifikationen sind. Kommen wir zu den Tankfüllständen. Die Node Level ist im Endeffekt das Modul, mit dem ihr Tankfüllstände digital machen könnt und vor allem saupräzise. Das heißt, wenn ihr Tankfüllstände haben wollt, in dem Fall können wir 2 Sonden anschließen, also zum Beispiel für frisch und grau, braucht ihr eine Node Level. Wenn ihr zum Beispiel 3 Tanks habt oder 4, bräuchtet ihr eine weitere. Das heißt, jede Node kann 2 Tanksensoren anschließen und somit könnt ihr selber entscheiden, wie viele Tanks ihr bei euch habt und wie viele Nodes ihr davon braucht. Da wir in unserem ausgedachten Fahrzeug jetzt einfach mal Frischwasser und Grauwasser smart machen wollen, füge ich jetzt eine hinzu. Direkt hier drunter seht ihr auch schon das passende Zubehör. Das bedeutet, in dem Fall arbeitet die Node Level mit der Votronic Tankelektrode. Das Coole ist bei der, die kann man komplett kürzen. Das heißt, wir haben 2 grundsätzliche Längen und alles zwischen dieser Range kann man halt mit einer Kneifzange ablenken. In dem Fall fügen wir jetzt die 15 bis 50 hinzu. Die Node Switch ist der digitale Schalter. Das heißt, hiermit könnt ihr jetzt wirklich einfach alles an- und ausschalten, was ihr im Fahrzeug an Verbrauchern zum Beispiel habt. Die Node Switch kann bis zu 20 Ampere dauerhaft schalten und hat auch schon eine integrierte Sicherung. Das heißt, wenn ihr das einbaut, braucht ihr auch keine Sicherung mehr dafür. In unserem Fall wollen wir jetzt einfach 3 Geräte smart machen, zum Beispiel die Pumpe, das Oberlicht und einen Lüfter, den wir schalten möchten. Das heißt, wir fügen jetzt 3 Stück hinzu. Auf den Bildern seht ihr auch immer, was dazugehört, also was an Zubehör dazukommt. In dem Fall der Stecker, um das Ding extern zu schalten mit einem physischen Schalter. Und auch hier sehen wir wieder das Bedienelement, also wie es sozusagen am Ende dann in der App bei euch aussieht. Weiter runter gescrollt zum Temperaturmodul haben wir hier die Möglichkeit, 2 Temperatursensoren anzuschließen. Das heißt auch hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel Kombinationen haben wollt wie innen, außen, würde eine Node reichen. Wenn ihr dann dazu noch Kühlschrank oder vielleicht Grauwassertemperatur haben wollt, könnt ihr einfach eine zweite davon nehmen. Generell gilt bei jedem Modul, ihr könnt eigentlich so viele nehmen, wie ihr wollt. Das Brain hat aktuell eine Limitation von 25 Nodes. Bis ihr die voll macht, habt ihr einige Tanks angeschlossen. Wir wählen das jetzt einfach mal aus und fügen es hinzu. Und auch hier sehen wir das passende Zubehör, was genau dafür ausgelegt ist, nämlich die Temperatursensoren, die es wiederum in 2 Längen gibt. Die Node Ambient ist unser Lichtmodul. Das heißt, hier könnt ihr LEDs dimmen und Farben einstellen.
sowohl einfach einfarbige LEDs, könnt ihr einfach nur dimmen und an- und ausmachen, oder eben auch hier mit so einem Farbwheel RGB-LEDs machen. In dem 3D-Modell können wir uns nochmal anschauen, dass wir eben hier noch diesen externen Schalter haben. Das bedeutet, ihr könnt einen physischen Taster zum Beispiel an die Node anschließen und damit nochmal eine Alternative mit der App schalten. Dadurch, dass wir 2 Lichtzonen in dem Fahrzeug haben, jetzt in unserem ausgedachten, füge ich jetzt einfach mal 2 hinzu. Ihr könnt aber auch jederzeit von jeder Node jeweils neue dazu holen. Zu guter Letzt haben wir hier noch den Einbauservice, den ihr direkt auf der Online-Webseite mitbestellen könnt. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass ihr einen Termin bekommt bei einem unserer Einbaupartner und melden uns dann dementsprechend nochmal bei euch. Wir übernehmen die komplette Abwicklung dafür. Ganz unten seht ihr einen Button, das heißt Teile deinen Warenkorb. Das ist so ein bisschen wie wenn man sich ein Auto konfiguriert und mit diesem Konfigurationscode dann zum Händler geht. So könnt ihr auch hier diesen Code oder beziehungsweise diesen Link einmal kopieren und den zum Beispiel mit Freunden teilen, zum Beispiel mit uns teilen, wenn ihr Fragen habt oder auch mit eurem Händler. Das heißt, darüber könnt ihr ganz viel Kommunikationsarbeit abnehmen, indem ihr einfach einen Link rüber schickt und fragt, hey, passt das für mein Fahrzeug zum Beispiel? Wenn ihr noch Fragen habt zu den ganzen Modulen, wir haben jeweils ein eigenes Video für jedes Modul, damit ihr auch seht, wie man das Ganze anschließt. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Konfigurieren.